Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag. Auch wenn es sich seltsam anfühlt, das an einem Montag zu sagen. Naja, hoffen wir einfach mal, dass Real Madrid uns den Wochenstart mit einem Sieg heute Abend um 21 Uhr gegen Getafe versüßt. Und natürlich gibt es eine Watchparty. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ab 8:30 geht's los. Allgemein muss man sagen, es ist eine seltsame Woche. Real Madrid spielt Montag und dann wieder am Freitag. Also ein klassischer Zweitligaspieltag in der zweiten deutschen Liga. Naja, wie dem auch sei, heute unterhalten wir uns natürlich über das Spiel gegen Getafe. Wir haben das Abschlusstraining, wir haben die erwarteten Aufstellungen, wir haben vor allem die Pressekonferenz von Álvaro Arbeloa. Die war sehr, sehr interessant. Unter anderem lobt er über alle Himmel Thiago Pitach. Und viele gehen davon aus, der könnte heute sein Stammelfdebüt für Real Madrid feiern. Wäre eine Riesengeschichte für den Jungen. Ansonsten habe ich, wie ihr es kennt, aber noch etliche andere Themen. Unter anderem unterhalten wir uns über einen Trick, der gestern ein unglaubliches Spiel geleistet hat. Also, viel Spaß beim Video. Ja, starten wir dieses Video wieder einmal mit einem Thema. Es hängt mir aus dem Hals raus, ich kann es nicht mehr sagen. Aber der nächste Rassismusskandal in Spanien. Dieses Mal im Spiel Elche gegen Espanyol Barcelona. Und zwar soll Rafa Mir, der Stürmer von Elche, zu Omar Al-Hilali gesagt haben, viniste in patera. Also so viel nach dem Motto, du bist im Gummiboot gekommen. Ja, unglaublich. Ich dachte, Vinicius Junior ist das Problem. Ich dachte, nur Vinicius ist betroffen. Spanien hat kein Rassismusproblem. Spanien hat ein Vinicius-Problem. Er mit seinen Tänzen an der Eckfahne ist schuld. Ja, wieder einmal das nächste Problem. Vinicius ist halt nur das größte Gesicht im Kampf gegen Rassismus in der Welt des Fußballs und deshalb kriegt er den Hate ab. Aber Rassismus ist überall. Der nächste Vorfall gestern, es muss natürlich noch bewiesen werden etc. Er hatte diesmal das Trikot nicht über den Mund. Ich hoffe, dass irgendeine Kamera das aufgenommen hat. Rafa Mir ist sowieso schon anders abseits vom Fußballfeld aufgefallen, formuliere ich das Ganze mal so. Es gab vor 1-2 Jahren, wurde er angezeigt wegen punktueller Belästigung, nicht nur Belästigung, könnt ihr euch ja selber durchlesen. Rafa Mir ist also kein unbeschriebenes Blatt, aber der nächste Rassismusskandal in Spanien. Der Schiedsrichter hat auch das Protokoll gemacht etc. Schauen wir mal, was da passiert. Wollte euch nur mitteilen, dass es nicht nur Vini Junior so geht, auch wenn viele Hater euch das wahrmachen wollen. Ja, Schluss damit. Kommen wir zu einem anderen Thema, was auch nicht besonders erfreulich ist, aber natürlich in diesem Fall geht es um sportlichen Erfolg. Das hat nichts mit Rassismus zu tun. Real Madrid Castilla hat gestern ihr nächstes Spiel mit 1:0 verloren. Das Tor in der Nachspielzeit für Ponferradina. Ja, und man muss sagen, mit Real Madrid Castilla geht's für Woche bergab. Wenn du dir die Aufstellung anguckst, kannst du nicht glauben, dass diese Jungs, das sind alles Jungs, die angeblich kurz vor dem Sprung sind zur ersten Mannschaft oder internationale Topklasse sein sollen. Sehr, sehr viele davon. Ja, und die kriegen kein Bein auf die Erde. Die spanische dritte Liga ist sehr kompliziert. Oftmals sind Plätze schlecht. Bei den Gegnern sind so alte Haudegen und die Schiedsrichter helfen nicht. Aber man muss ganz einfach sagen, fußballerisch kommt von Real Madrid Castilla seit Arbeloa weg ist nicht viel. Ja, also, die sind auch in der Tabelle auf den 8. Tabellenplatz abgerutscht. Sieht nicht gut aus für die Aufstiegsambitionen von Real Madrid Castilla. Ja, ich kann den Jungs nur die Daumen drücken, dass es in den nächsten Wochen besser läuft. Ja, kommen wir jetzt zu einem deutlich besseren, schöneren Erlebnis, schönere Information für unser Madrid-Herz. Was ist Endrick für ein Monster? Ich habe gestern die erste Halbzeit zwischen Marseille und Lyon nicht sehen können, weil ich gearbeitet habe. Ich habe an diesem Video gearbeitet. Aber als ich dann gelesen habe, Zusammenfassung etc., habe ich mich vor dem Fernseher gesetzt und habe die zweite Halbzeit geguckt. In der zweiten Halbzeit bereitet er den Führungstreffer für Lyon vor, aber vorher schon, in der ersten Viertelstunde in der zweiten Halbzeit, stand allein vom Torwart. Es hat Spaß gemacht. Er ist einer dieser Fußballer, für den es sich lohnt, nur wegen einem Mbappé ausfällt, tut es noch mehr weh, dass dieser Endrick in Lyon spielt
Und es ist noch unverständlicher, was ein Xabi Alonso und ein Carlo Ancelotti sich gedacht haben, diesen Spieler auf der Bank verrotten zu lassen. Dieser Spieler, wenn er so weitermacht, dann wird er nicht nur mit Brasilien zur WM fahren, der wird der beste Spieler Brasiliens. Also, vielleicht übertreibe ich, wir haben natürlich noch einen Vini etc., Rafinha, also super Fußballer Brasilien, aber was der für ein Spektakel abgeliefert hat, ich leck mir die Finger und zähle die Tage, bis der Brasilianer endlich wieder in Madrid ist. Und ich hoffe, dass der eine ganz andere Chance bekommt, als was die alten Trainer mit ihm gemacht haben. Das hat der Junge sich definitiv verdient. Ja, währenddessen haben unsere Jungs gestern mit dem Training, mit dem Abschlusstraining begonnen. Das war natürlich für das Spiel heute gegen Getafe. Getafe wird ein unangenehmer Gegner. Borbalas und Getafe, wir kennen sie, sind wohl die härteste Mannschaft der spanischen Liga. Die spielen mit jedem Trick, Zeitspiel, Verletzungen etc. Sehr unangenehmer Gegner. Das wird heute bei weitem kein Spaziergang, das wird eher ein Minenfeld. Ja, und Arbeloa wurde in der Pressekonferenz darauf natürlich auch angesprochen. Er schätzt den Borbalas, er sagt, die Mannschaft ist top bearbeitet von Borbalas etc. Aber dann wurde er danach auch gefragt, wie sieht's eigentlich aus mit Kylian Mbappé? Kannst du garantieren, dass der gegen Manchester City wieder da ist? Ja, hören wir uns mal die Antwort von unserem Trainer an. Nun, wir schauen von Tag zu Tag. Ich denke, es geht darum, dass er selbst sieht, wie er sich fühlt, wie er sich erholt und wie die Entwicklung verläuft. Ich glaube, im Moment ist es besser, keine Fristen zu nennen, da es im Grunde Beschwerden sind, bei denen wir von Tag zu Tag schauen müssen, um zu sehen, wie sein Empfinden ist, wie er sich fühlt. Und davon ausgehend werden wir dann entscheiden. Was ich bereits vor 5 Minuten sagte, ist, dass wir wollen, dass er zu 100% fit zurückkehrt. Und wenn das der Fall ist, wird er zurückkehren. Ja, manchmal bereue ich es, wenn ich recht hatte. Ich hatte euch die Information gegeben, dass ein Kylian Mbappé auf unbestimmte Zeit ausfällt, dass keiner so richtig weiß, was er da an dem Knie hat. Eine Verstauchung kann es nicht sein, also wir werden da definitiv angelogen. Ja, ich kann nur hoffen, dass die medizinische Abteilung von Real Madrid da mehr Informationen bekommt als wir und dass eine Lösung gefunden wird. Auf jeden Fall, ja, keine gute Information für den Madridismo. Danach fand ich eine Information noch ganz interessant, das würde ich natürlich auch gleich in meiner Startaufstellung berücksichtigen, denn er wurde auch gefragt, wie kommt es eigentlich, dass du so kaum rotierst, dass du immer die gleiche Mannschaft spielen lässt? Ich fand den Gedankengang von Arbeloa sehr, sehr interessant. Hören wir uns den auch zusammen einmal an. Sie sind noch nicht einmal 50 Tage im Amt und in einer Zeit, in der es unter anderen Umständen größtenteils Vorbereitung gewesen wäre, mussten Sie bereits 11 Spiele leiten. In diesen 11 Spielen haben wir nur sehr wenige Veränderungen in der Startelf von einem Spiel zum nächsten gesehen. Ich wollte Sie fragen, ob das eine zufällige Sache war oder ob es durch die Notwendigkeit motiviert war, in kurzer Zeit einen festen Block zu etablieren und zu festigen. Danke. Ja, es ist immer einfacher zu versuchen, einen Block zu schaffen und von dort aus weitere Spieler hinzuzufügen. Wir hatten, wie du sagst, weder diese Zeit für die Saisonvorbereitung noch viele Arbeitstage. Und ich glaube, für einen Trainer ist es wichtig, dass all diese Automatismen und dass die Mannschaft, wie ich schon einmal gesagt habe, in der Lage ist, quasi mit geschlossenen Augen zu spielen, alle im Einklang auf die verschiedenen Situationen zu reagieren, die in einem Spiel auftreten. Ich denke, das ist viel einfacher. Oder es ist einfacher, es auf diese Weise zu machen, sodass die Spieler später dem Rhythmus der Mannschaft folgen oder sich anschließen können. Aber auch, weil viele Spieler derzeit eine großartige Leistung zeigen und sich dadurch diese Kontinuität auf dem Spielfeld verdienen. Ja, er sagt also, die Spieler, die bisher gespielt haben, also wir wissen alle, über was wir reden. Wir reden über Courtois im Tor, die Abwehrkette, die 4 im Mittelfeld mit Tchouaméni, Valverde, Camavinga und Arda Güler und vorne halt ein Mbappé und ein Vidi. Die haben sich zunächst einmal mit ihrer Leistung auf dem Platz diesen Stammplatz verdient. Und er ist der Meinung, die Mannschaft braucht erstmal ein klares Konstrukt. Und wenn du eine funktionierende Mannschaft hast, wo die Abläufe ja schon blind
klappen, dass keiner groß kommunizieren muss, sondern jeder weiß, der läuft jetzt da lang, der deckt jetzt diese Sphäre des Platzes ab, diese Zone etc. Ja, und das sucht ein Arbeloa mit dieser Stammelf und es gibt Spieler, die dann immer wieder reinkommen. Also ich fand das ganz interessant. Ihr könnt also in den nächsten Wochen davon ausgehen, immer mehr oder weniger diese Aufstellung zu sehen. Ja, außer ein Spieler, der anscheinend ganz laut an diese Startaufstellung klopft. Bevor ich euch die Antwort von Arbeloa zeige, die wird euch umhauen, lesen wir uns ganz kurz diesen Artikel einmal durch. Thiago Pitarch bereit zu glänzen. Arbeloa vertraut dem Nachwuchsspieler und er könnte gegen Getafe in der Startelf stehen. Thiago Pitarch ist einsatzbereit und könnte am Montag gegen Getafe in der Startelf stehen. Er ist der Typ Spieler, der sich unter Druck nicht unter Druck gesetzt fühlt, sagt Arbeloa. Thiago Pitarch ist bereit, sein großer Moment rückt näher und könnte bereits am Montag gegen Getafe kommen. Da Camavinga sich von einer Mundverletzung erholt, könnte das Eigengewächs sein Debüt in der Startelf von Real Madrid geben und damit die Wünsche vieler einflussreicher Persönlichkeiten in Valdebebas erfüllen, die in dem Spieler aus Fuenlabrada den idealen Kandidaten sehen, um das Spiel von Real Madrid zu verbessern. Das Juwel aus La Fabrica nimmt langsam Gestalt an. Die Trainer, die ihn täglich beobachten, heben seine körperliche Stärke, seine Ballkontrolle, seinen Mut, den Ball zu fordern, wenn andere zögern, und seine Verantwortungsbereitschaft hervor, selbst bei kleinsten Fehlern. Er ist einer der Auserwählten, heißt es begeistert im Profikader von Real Madrid. Also, der Artikel geht noch ein bisschen weiter, aber bevor ich auch ins Schwärmen gerate, hören wir uns mal die Worte von Álvaro Arbeloa an. Ich wollte dich nach Thiago Pitarch fragen, der wieder bei der ersten Mannschaft ist. Als du kamst, ging er zur Castilla, um Rhythmus zu finden. Und jetzt ist er wieder täglich bei euch. Du wirst mir nicht sagen, ob er in der Startelf steht, aber ich wollte fragen, wann wir Thiago mal von Beginn an sehen und was er dem Team bringt. Nun, Thiago ist ein Junge, bei dem man, glaube ich, sehr schnell sieht, was er diesem Team geben kann, egal in welcher Mannschaft er gerade spielt. Er ist ein extrem dynamischer Junge mit enormem Einsatz, mit sehr viel Arbeit und mit einer unglaublichen Beweglichkeit auf dem Platz. Er will einfach immer den Ball haben. Er ist der Typ Spieler, von dem man sagt, dass er selbst unter Druck keinen Druck verspürt. Ich denke, er ist ein Junge, der schon wichtige Minuten gespielt hat. Aber wenn er spielt, dann weil ich volles Vertrauen in ihn hatte, dass er genau das tut, was ich schon oft von ihm gesehen habe. Und wäre es statt eines Sechzehntelfinales ein Finale gewesen, hatte ich ihn genauso gebracht, weil ich seine Fähigkeiten kenne, seine Persönlichkeit und was er mir geben kann. Ich denke, für die Jungs aus der Jugend ist es noch einfacher zu wissen, was ich von ihnen erwarte und was sie auf dem Platz tun sollen, weil wir uns sehr gut kennen und schon lange Zeit zusammenarbeiten. Und ich denke, Thiago wird weiterhin Chancen in der ersten Mannschaft bekommen, weil er sich seine Minuten verdient, wenn er auf den Platz kommt. Es ist eine Freude, einen Spieler wie ihn im Training zu haben, also werden wir ihn weiterhin auf dem Platz sehen. Ja, eben habe ich noch gesagt, manchmal hasse ich es, wenn ich recht habe. In diesem Fall freut es mich. Ich hatte euch schon daraufhin vorbereitet, dass es immer näher rücken könnte, dass Thiago Pitarch von Anfang an spielt. Jetzt sieht es auch OK Diario so. Auch Marca hat in seiner Startaufstellung einen Thiago Pitarch stehen. Ja, ich habe es euch gesagt. Er ist dieser Art Spieler, den Real Madrid sucht. Es ist unmöglich, einen 18-Jährigen mit einem Toni Kroos zu vergleichen, bevor mich da irgendeiner falsch versteht. Aber er ist dieser Spielertyp, den ich seit Anfang der Saison oder seit 1,5 Jahren bei Real Madrid verlange. Dieser Spieler, der nicht lange mit dem Ball läuft, sondern der den Ball laufen lässt. Real Madrid hat sehr viele körperliche, starke Spieler, die viele Meter mit dem Ball absolvieren. Tchouaméni, ein Camavinga, ein Fede Valverde, auch ein Bellingham. Die laufen eher mit dem Ball am Fuß. Real Madrid hat aber sehr wenige Spieler, die den Ball laufen lassen. Und ein Ball ist immer schneller als jeder Spieler. Bei Real Madrid habe ich immer gesagt, wir haben Arda Güler und ein Dani Ceballos, wobei Dani Ceballos auch oftmals den Ball zu lange hält. Ja, und wie bekommen wir den Ball an einen Arda Güler? Und zwar nicht erst dann, wenn die Abwehr schon wieder komplett hinten steht, sondern so schnell, dass der Türke, der auch meistens nur eine Sekunde braucht, direkt einen Vini schicken kann, in Mbappé, in Gonzalo, wen auch immer, damit unsere Stürmer auch eine gute Ausgangslage haben.
Denn selbst ein Arda Güler, das haben wir in den letzten Spielen auf der 10 gesehen, der kann auch nichts machen. Wenn der Ball erstmal 35 Sekunden braucht, bis er bei ihm ist, dann dreht er sich um, da sind 2 Stürmer und 7 Verteidiger, da kann er auch nicht viel machen. Ja, und Thiago Pitac ist dieses Verbindungsglied, was Real Madrid sucht. Der Spieler, der das Fußballspiel fließen lässt, der kommt entgegen, abklatscht, sich dreht, Arda findet oder wen auch immer, Valverde etc., damit das Spiel schnell geht. Und vor allem gegen eine Mannschaft wie Getafe, die heute sehr weit hinten drin stehen wird. Getafe ist so ein bisschen das Musterbeispiel an Mannschaften, die uns dieses Jahr schwer tun. Also in Spanien sagt man, die Mannschaften, an denen man sich verschluckt. Denn Real Madrid hat in dieser Saison sehr große Probleme gegen tiefstehende Mannschaften, die 2 Blöcke vor dem 16er haben, dass Real Madrid keinen Raum hat, damit die Spieler halt ihre Geschwindigkeitsvorteile zeigen. Ja, das sind die Spiele, wo wir uns schwer tun. Und ich glaube, vor allem die Kombination Thiago Pitac mit Arda Güler könnte den Schlüssel an so einem Abend öffnen. Bin ich gespannt, wie ihr das Ganze seht. Lasst eure Meinung zu den Aussagen von Arbeloa, zu meinen Gedankengängen bitte in den Kommentaren. Und ich würde sagen, bevor ich mich bis heute Abend verabschiede, kommt jetzt die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, im Tor Thibaut Courtois. Ich glaube, ich brauche nicht erklären, warum. Rechts hinten natürlich Trent Alexander-Arnold. Wie gesagt, gegen einen tiefstehenden Block brauchen wir Lösungen. Trent Alexander-Arnold ist definitiv eine Lösung. In der Innenverteidigung würde ich spielen mit einem Antonio Rüdiger und einem David Alaba. Ja, David Alaba ist meiner Meinung nach einer der spielstärksten Innenverteidiger, die wir haben. Auch seinen Fuß werden wir heute in der Spieleröffnung brauchen. Links hinten Álvaro Carreras, davor Aurélien Tchouaméni, auf den Doppelachtern Fede Valverde und Thiago Pitac. Ja, ich würde den Jungen heute seinen Startelf-Einsatz geben. Weiß Gott, vielleicht sind wir dabei, die Geburt eines neuen Superstars zu sehen. Hoffentlich. Wir Madridistas können natürlich nur die Daumen drücken. Auf der 10 Arda Kadabra und vorne im Sturm Vini Junior und Gonzalo Garcia. Das wäre meine Aufstellung für das Spiel heute Abend. Ich bin gespannt, was du zu meiner Aufstellung sagst, was du zum gesamten Video sagst. Lass deine Meinung dazu in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, like dieses Video, teile dieses Video. Hypen, hypen, hypen. Wenn du noch kein Follow dagelassen hast, beeil dich, dann schaffst du es noch unter die ersten 25.000. Ich sag einfach mal, bis heute Abend. A la Madrid!